Wisst ihr, das erinnert mich daran, wenn eine Frau dich mag und auf dich zukommt und dich anspricht und sie aus irgendeinem Grund der Auffassung ist, sie hat einen schönen Mund, schöne Lippen, dann redet sie nicht wie ein normaler Mensch, hallo Said, ich wollte mich vorstellen, und so, sondern so, hallo Said, ich wollte mich vorstellen, mein Name ist, was auch immer. Oder wenn sie wirklich, das habe ich alles erlebt, ich finde es süß irgendwie. Also wir Männer sind auch nicht viel besser, bitteschön. Und ich finde es immer süß, dass wir damit nicht klarkommen, wenn wir jemandem gefallen. Ist das nicht verrückt? Wir kommen damit nicht klar. Wir merken, jemand schaut uns mit anderen Augen oder jemand interessiert sich für uns von dem anderen Geschlecht. Und dann reagieren wir zum Beispiel, wir gucken so, sagen wir mal, vor allem jüngere Frauen. Stellen wir uns vor, ein Mann steht da und guckt anders, dass man denkt, oh je, ich gefalle ihm. Dann machen sie so. Dann drehen sie sich um. Ich empfehle euch nochmal, wer von euch ist Single? Was ist passiert? Nach der Mittagspause gibt es mehr Single. Habt ihr euch schon auf die Schnelle scheiden lassen? Okay, ich gebe euch einen Tipp. Erinnert ihr euch? Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, soziale Intelligenz. Erinnern wir uns, bitte vergiss das nicht, macht das nicht wie ich. Persönlichkeitsentwicklung, ihr könnt das auch tätowieren, Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, soziale Intelligenz. Und soziale Intelligenz bedeutet, dass wir damit ohne jetzt Herzinfarkt, Durchfall und Verstopfung damit klarkommen, wenn jemand uns mag. Das ist doch was Schönes. Oder wenn jemand uns nicht mag, das ist auch okay. Weil die Leute haben eigene Gefühle, sie können über uns denken und fühlen und reden, was sie wollen, okay? Und das ist entspannt. Stress bedeutet, die Lebensumstände sind gegen euch gerichtet. Vergiss das nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, Stress von außen zu haben. Die Lebensumstände sind gegen euch gerichtet. Ich kann auch das so sagen, dein Leben macht dich nicht glücklich. Vielleicht stimmt ein Gebiet, aber nicht das andere. Vielleicht sowas. Ich würde mich so freuen, wenn ihr anfangen würdet, euch glücklich zu machen. Und hört auf, immer auf jemanden oder etwas Rücksicht zu nehmen. Fangt an, auf euch selbst Rücksicht zu nehmen. Nicht auf euer Ego, auf eure Seele. Macht euch glücklich. Matrix besteht aus 3 Bestandteilen. Schreibt euch das auf und denkt zu Hause vor allem darüber nach, was es in eurem Fall bedeutet. Erstens, Programmen. Matrix besteht aus Programmen. Zum Beispiel Verliebtheit ist ein Programm. Partnerschaft ist ein Programm. Erfolg, Reichtum, Reichtum im Sinne von Besitz. Oder all diese Dinge, das sind Programme. Das sind wirklich nur Programme. Also in erster Linie Programm. Und dann Systemen. Matrix besteht aus Systemen. System ist ein Konstrukt aus vielen Programmen. Zum Beispiel Religion. Zum Beispiel Philosophie. Politik, Wissenschaft, Kultur übrigens. Kultur ist auch ein System. Wenn du zum Beispiel in Iran geboren bist und aufgewachsen bist, dann kannst du nicht zum Beispiel Japanisch denken. Dann kannst du Japanisch nicht essen. Du kannst nicht Japanisch heiraten, Kinder kriegen. Du bist ein ganz anderer Mensch. Weil Kultur, bitte zuhören, Kultur ist eine Einschränkung, eine kollektive Einschränkung, also ein System. Du lebst nicht auf deine Art,
sondern du bedienst ein System, in dem du bist. Ein fremdes System. Das System, wie gesagt, Philosophie, Wissenschaft, Kultur, Politik, all das, halten uns eingeschränkt. Sehr wichtig, denkt an meine Worte. Ich wiederhole, die Matrix besteht aus Programmen, Systemen und aus Rollen. Wenn du die Rolle einer Mutter erfüllst, dann hörst du auf zu existieren. Das ist eine Rolle. Ich habe nicht gesagt, verlass deine Kinder. Ich habe nur gesagt, kümmere dich um deine Kinder, weil du sie liebst und nicht, weil du eine Rolle erfüllen musst. Matrix besteht aus Programmen, Systemen und Rollen. Besonders sozial gesehen. Wir spielen immer eine Rolle. Hand aufs Herz. Wenn wir mit dem Freund oder Freundin zusammen sind, sind wir ein anderer Mensch, als wenn wir mit Fremden zusammen sind, als wenn wir mit dem Chef zusammen sind oder mit den Kunden. Überall erfüllen wir eine Rolle, weil wir der Auffassung sind, so passt es. So muss man es machen. Nein. So macht man es, wenn man nicht ehrlich ist. Also ich finde, die schlimmste Unehrlichkeit ist, wenn man mit sich selbst nicht ehrlich ist. Das ist die schlimmste Unehrlichkeit, wenn man nicht ehrlich zu sich selber ist. Versteht ihr? Ich sage es mit anderen Worten. Wenn du eine Rolle erfüllst, deinen Kindern gegenüber, deinem Mann, deiner Frau, wem auch immer, dann bist du nicht ehrlich, du betrügst diese Leute. Und du verletzt deine Seele. Könnt ihr das verstehen? Das ist Matrix. Das hat mit Verantwortung und mit Liebe nichts zu tun. Das ist auch der Grund, warum, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dass sie durchdrehen, dass sie wütend sind, dass sie depressiv werden, dass sie die Schule hassen, wobei die Schule kann man auch nur hassen. Ich habe die Schule zum Beispiel gehasst als Wassermann, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Ich kann es nicht haben, wenn man sagt, wir machen es immer so, du musst es auch machen. Oder wenn man sagt, es wird hier so gemacht. Alle sind da lang gelaufen, ich bin da lang gelaufen. Damit habe ich mir mein Leben zur Hölle gemacht. Aber ich bin mir selbst treu geblieben. Du musst, wenn du aus der Matrix aussteigen willst, wenn du es ehrlich, wenn du nicht einfach darüber redest oder dir wünschst, sondern du willst dafür was tun. Wenn du das tun willst, aus der Matrix aussteigen willst, dann steig aus Programmen aus. Finde die Programme, die dein Leben ruinieren, die dich dazu bringen, blödsinnige Sachen zu machen, die du später dir selbst nicht erklären kannst. Programme in dir lösen, löschen. Das können Verhaltensmuster sein, das können Aktionen sein, das können Reaktionen sein, das können Suchtprogramme sein, was auch immer. Programme. Dann steig aus den Systemen aus. Steig aus Religion, Philosophie, Wissenschaft. Lass dich nicht verarschen, dass jemand für dich denkt, dass irgendjemand meint, er wüsste es besser als du. Sei dein eigener Meister. Der einzige Meister in deinem Leben bist du selber. Alles andere ist nur Blödsinn. Diejenigen, die sich Meister nennen über andere, sie haben nicht alle Tassen im Schrank. Sie leiden unter Minderwertigkeitskomplexen. Sie wollen sich über andere erheben, das ist kein Meister. Du bist der einzige Meister in deinem Leben. Ich bin Meister in meinem Leben. Sehr wichtig. Und deshalb sage ich, folgt nicht Menschen, sondern eurem eigenen Herzen. Das ist deine einzige Chance. Aussteigen aus Programmen, aussteigen aus Systemen. Wenn du zum Beispiel in Iran geboren bist oder in der Türkei oder in Deutschland, versuch einfach herauszufinden, was dir wirklich gut tut. Nicht, das machen alle, mache ich auch. Hört auf, euch permanent anzupassen. Das ist Stress. Anpassung ist Stress.
Das heißt, du verrätst dich selbst. Du passt dich an, weil du denkst, wenn ich mich nicht anpasse, verliere ich ihn. Ja, dann verlierst du ihn. Aber wenn du dich anpasst, verlierst du dich. Was ist dann schlimmer, einen Mann zu verlieren oder sich selber? Ich habe euch ja vorhin gesagt, wir haben viele Kräfte zur Verfügung im Leben, die wir haben. Wir haben sie. Und ich habe herausgefunden, die größte Macht in unserem Leben, mit der wir wirklich alles fast augenblicklich ändern wollen, die größte Macht ist die Entscheidung. Hier drin. Aber bitte, wenn ich sage Entscheidung, meine ich nicht so, wie wir sonst Entscheidungen treffen. Wenn du eine Entscheidung jetzt gut zuhören, was ich euch sage, oder aufschreiben, wenn du dich für etwas entscheidest, dann hast du dich gegen alle anderen Alternativen entschieden. Alles andere schließt du aus. Wenn nicht, dann hast du irgendwas gemacht, aber eine Entscheidung hast du nicht getroffen. Eine Entscheidung, die Scheidung, Trennung von Recht, Unrecht, Gut, Böse, will ich nicht. Eine Entscheidung bedeutet, du entscheidest dich für eine Sache und schließt alles andere aus. Wenn du halbherzig Entscheidungen triffst, bisschen hier, bisschen da, ja, ich will mit Rauchen aufhören, morgen. Und morgen sagst du nächste Woche, nächsten Dienstag, bei Weihnachten, bei Neujahr, bei Geburtstag. Das ist keine Entscheidung. Merkmal Nummer 1. Wenn du dich für etwas entscheidest, schließt du alles andere aus. Endgültig. Kompromisslos. Da gibt es keine Diskussion. Wenn du nicht so weit bist, dann arbeite erst mal an dir, bis du so weit bist. Triff vorher keine Entscheidung. Bereite dich vor, dass du dir bewusst wirst, wenn ich diese Entscheidung treffe, schließe ich alles andere aus. Will ich das? Schaffe ich das? Kann ich das? Habe ich die Stärke? Habe ich die Geduld? Habe ich was auch immer? Wenn nicht, dann arbeite an deiner Persönlichkeit und triff dann die Entscheidung. Aber dann ziehst du es auch durch. Merkmal Nummer 1, wenn du dich für etwas entscheidest, schließt du alles andere aus. Merkmal Nummer 2, wenn du eine Entscheidung triffst, verändert sie dich. Nach einer Entscheidung wirst du ein anderer Mensch. Dieser Mensch warst du vorher nicht. Du wirst anders. Du fühlst anders. Du denkst anders. Du wirst anders. Wenn das nicht passiert, dann hast du irgendwas gemacht. Vielleicht hast du dir was eingeredet, eingebildet. Aber eine Entscheidung hast du nicht getroffen. Wenn du eine Entscheidung triffst, wirst du ein anderer Mensch. In dem Zusammenhang, wo du die Entscheidung triffst. Du fühlst anders, du denkst anders. Du handelst anders, du agierst anders, du reagierst anders. Das dritte Merkmal, wenn du eine Entscheidung triffst, ist, diese Entscheidung eröffnet dir noch nie dagewesene Möglichkeiten. Ich könnte auch sagen, verbindet dich mit neuen Möglichkeiten. Die Möglichkeiten waren da, nur die Verbindung war nicht da. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann verbindest du dich mit neuen Möglichkeiten, die du schon immer hattest, nur sie waren nicht aktiv. Ein anderes Merkmal, wenn du eine Entscheidung triffst, verändert sich dein Umfeld. Obwohl du dich verändert hast, oder weil du dich verändert hast, verändert sich dein Umfeld. Verändert sich dein Umfeld bedeutet auf einmal, diejenigen, die dich ganz lieb hatten und deine Geburtstage immer gratuliert haben, fangen an, dich zu hassen. Sie fangen an, dir Egoismus vorzuwerfen. Du bist komisch, du bist anders, du bist vielleicht in einer Sekte, vielleicht bist du verrückt geworden, vielleicht warst du bei diesem komischen Said im Seminar. Gibt's alles. Nochmal, wenn du eine Entscheidung triffst, dann reagiert dein Umfeld auf dich anders, weil du anders geworden bist. Wenn alles so bleibt und sich nicht ändert, dann hast du dich verarscht. Dann hast du gedacht, du hättest eine Entscheidung getroffen, aber eigentlich hat sich nichts geändert.
Nächstes Merkmal, wenn du eine Entscheidung triffst, wechselst du deine Schicksalslinie. Und ob du es glaubst oder nicht, deine Handlinien ändern sich. Deine Handlinien. Ich habe das selber fotografiert, meine Hände. Also bei jedem Menschen ändern sich die Hände. Nur wohin, das ist die Frage. Wenn du Entscheidungen triffst, wenn du wirklich Entscheidungen triffst, ändern sich die Linien. Nächstes Merkmal. Da sage ich wirklich ein Hammer nach dem anderen. Probiert das mal, wenn ihr nach Hause geht, ob ich euch Blödsinn erzählt habe oder ob das wirklich wahr ist, was ihr gehört habt. Wenn du eine Entscheidung triffst, ändert sich dein Aussehen. Die Leute sehen das. Deine Mutter schaut dich an und sagt, irgendwie siehst du anders aus. Du siehst so anders aus. Dein Körper wird anders, deine Augen werden anders, deine Lippen werden schöner. Deine Nase wird schöner, was auch immer. Deine Augen werden größer. Das habe ich alles erlebt. Das ist kein Witz. Das sind alles Merkmale für Entscheidungen. Bei dem einen passiert zuerst das, dann passiert das, ist egal. Hauptsache, du triffst eine Entscheidung. Wenn du eine Entscheidung triffst, ändern sich deine sozialen Kontakte radikal. Radikal, nicht ein bisschen. Ganz andere Menschen. Siehst du buchstäblich an. Du bist ein Magnet. Ob du willst oder nicht, ob du dich entwickelst oder nicht. Du bist ein Magnet. Ein Magnet heißt Anziehungskraft haben, aber auch Abstoßungskraft. Du bist ein Magnet. Das heißt, ob du willst oder nicht, bestimmte Dinge stößt du ab. In der Regel sind das Dinge, die für dich gut sind. Und Dinge ziehst du an, die du eigentlich nicht willst. Wieso sind wir blöd? Warum ziehen wir etwas an, was für uns nicht gut ist? Nein, wir sind nicht blöd. Das ist die Matrix. Und ich möchte, dass du die Führung über deine magnetische Kraft, und ich wiederhole, Anziehungskraft, Abstoßungskraft, dass du die Führung übernimmst, heißt, wir erinnern uns, Entscheidung, du triffst eine Entscheidung und es geschieht. Total einfach. Ich habe es ausprobiert, das ist nicht esoterische Ausscheidung aus irgendeinem Buch oder sowas, das ist die Wahrheit. Du triffst die Entscheidung und es geschieht. Weil du, ob du willst oder nicht, du befindest dich in einem Daueraustausch mit der gesamten Schöpfung. Du bist ein Magnet. Bestimmte Dinge ziehst du an, bestimmte Menschen ziehst du an, andere stößt du ab. Das ist okay, das ist auch nichts Schlimmes. Der Punkt ist, was mich stört, ist, du hast keine Führung darüber. Du kannst nicht entscheiden, was du anziehst, was du abstößt. Wieso nicht? Weil wir Achtung, Wortwahl, weil du die Bewusstheit über diese magnetische Kraft noch nicht hast. Kommt das an? Sich selber bewusst zu werden, dass du ein Magnet bist, du musst es nicht werden. Du bist es schon. Du warst es immer. Du bleibst es auch. Nur ich möchte, dass du die Führung darüber übernimmst, dass du sagst, ab jetzt entscheide ich, was ich anziehe. Also nicht im Sinne von Klamotten, sondern was du anziehst. Ab jetzt entscheide ich, was ich bejahe und was ich verneine. Ich wiederhole, ab jetzt entscheide ich, was ich bejahe, sage ja, komm. Oder was ich verneine, sage nein, danke. Das können wir trainieren. Hier in dieser Scheißwelt ist alles Kampf. Du musst ständig kämpfen. Du musst kämpfen, jemandem zu gefallen, Geld zu verdienen, Karriere zu machen, Erfolg, was weiß ich. Nein, ich sage euch aus meiner Lebenserfahrung, um das Gute musst du nicht kämpfen. Du musst gegen deine Schattenseiten kämpfen, die das Gute zerstören wollen.
Es gibt in jedem von uns einen Saboteur. Irgendein Dresack, der uns immer sagen will, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du hast es nicht studiert, woher auch, du scheiterst bestimmt. Brauchst gar nicht zu starten. Hört nicht auf dieses Ding. Das ist eine Fremdinstallation. Wir haben ein Ego. Wir haben ein Ego, aber das Ego ist eine Fremdinstallation. Kommt das an? Das ist auch ein Geheimnis. Das Ego ist eine Fremdinstallation. Das ist ein Instrument, um uns dumm zu machen, um uns blöd zu machen, um uns krank und schwach zu machen. Ich bin ein praxisorientierter Mensch. Ich bin, wie gesagt, weder spirituell noch esoterisch oder ich will einfach wissen, Tacheles am Tag. Hier, was kannst du tun? Was sollst du lassen? Was sollst du tun? Übrigens, jeder Erfolg, überleg dir, was du willst. Jeder Erfolg hat immer 2 Listen, die du abarbeiten musst. Jeder Erfolg, jedes Ziel, was du erreichen willst, es gibt immer 2 Listen, die musst du erstellen. Liste Nummer 1, das sind Dinge, die tust du jetzt, aber die musst du lassen, wenn du das Ziel erreichen willst. Wenn du sagst, ich will einen schönen Körper haben und du rauchst, vergiss es. Du musst mit Rauchen aufhören. Wenn du sagst, ich will einen schönen Körper haben, du trinkst Alkohol. Nein, du musst es lassen. Also es gibt Dinge, die musst du lassen, die tust du aktuell, aber die musst du lassen, wenn du das Ziel erreichen willst. Und dann die andere Liste, das sind Dinge, die musst du tun, aber die tust du noch nicht. Zum Beispiel Sport machen, zum Beispiel Ernährung umstellen, was auch immer es ist. Nochmal, ich sage ganz klar, jedes Ziel hat 2 Listen, 2 Seiten, wie eine Medaille. Dinge, die du lassen musst, um dahin zu kommen. Und Dinge, die du tun musst, um dahin zu kommen, parallel. Wenn du ein Ziel hast und sagst, ich erreiche es irgendwie nicht, zum Beispiel, ich will reich sein, dann finde heraus, welche Dinge tust du aktuell, die du lassen musst, und welche Dinge musst du tun, die tust du noch nicht, die musst du tun.